Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf EU15 mit dem Druiden und als der Server hier gestartet ist, hatte ich mir ja zur Aufgabe gemacht, beziehungsweise wollte ich mal die neue Version des Druiden testen. Ja, ist jetzt schon wieder einige Zeit vergangen. Wir sind jetzt mittlerweile über Stufe 300 mit dem Druiden und ja, wir haben eine Zeit lang hier auf dem Server verbracht. Und er hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, also von mir kommt jetzt kein fundiertes Feedback aufgrund der Deep Dive Analyse, wie viel Prozente er jetzt gegen den und den Gegner jetzt irgendwie so besser ist. Ne? Also tief in die technischen Details gehen wir jetzt hier in diesem Video nicht. Das geht eher so nach meinem persönlichen Empfinden, denn ich war anfangs von dem Druiden wirklich tatsächlich überhaupt gar nicht begeistert. Mir hat die Klasse von vornherein keinen Spaß gemacht. Als sie rausgekommen ist, hatte sie ja noch diese Bärengestalt und diese was war das andere? Die Katzengestalt? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr ganz genau. Und ja, man konnte sich da halt zwischen Krieger und Kundschafter so ein bisschen umher switchen. Das wurde dann relativ schnell überarbeitet und dann ist der Druide zu dem Verschnitt geworden, was er jetzt auch so mäßig geworden ist, mit seinem Sturzflug und seinem Bär in Rage. Ja, und das wurde ein bisschen überarbeitet. Und so war er jetzt lange Zeit gewesen, bis eben jetzt vor kurzem, kurz vor EU15 Launch, das Ganze nochmal überarbeitet worden ist. Die technischen Details wurden dahinter ein bisschen angepasst, sodass die Klasse relativ balanced ist, weil der Druide sonst vorher zu schwach einfach gewesen ist im Vergleich zu anderen Klassen. Das hatte viel mit der Unterwelt und dem Gladiator zu tun. Ja, da wurde jetzt für den Druiden so ein bisschen auch der Crit-Bonus irgendwie angepasst, dass das alles sich so ein bisschen ja, im Verhältnis zu den anderen Passen die Waage hält, im Verhältnis zu den anderen Klassen die Waage hält. So meine ich, ja. Und seitdem her muss ich sagen, ja, hat mir der Druide eigentlich sehr, sehr viel Spaß gemacht auf dem Server. Es ist ja jetzt nur eine Klasse, die ich jetzt nicht hundertprozentig auf Langzeit spielen werde, sondern einfach nur ja, jetzt zum Anfang mal testen wollte. Wir haben hier, was mache ich denn hier überhaupt? Wir gehen hier mal auf den EU15-Server und hier sehen wir, dass der Druide also jetzt auf Platz 4 ist mit 10,7%. Das ist deutlich mehr als bei den vergangenen Serverstarts. Man muss dazu aber allerdings sagen, EU15 ist halt jetzt der Server, wo der neue Druide jetzt das erste Mal drauf released worden ist. Das heißt, viele werden wahrscheinlich so wie ich gedacht haben, okay, wir testen mal jetzt den neuen Druiden. Sonst war der Druide relativ weit hinten abgeschlagen. Wir können uns das mal vergleichen mit dem, ja, wir können einfach mal den Server davor nehmen. Ja, wir merken uns, hier auf EU15 hat er eine 10%ige ja, Pick-Chance gehabt. Und warte mal, wir haben, glaube ich, den Server falsch ausgewählt. Wir müssen mal kurz so schauen. Okay. Hier ist es. Okay, hier ist es bei 8%, 8,34%. Sorry, da war ich gerade ein bisschen lost. Ich dachte, es reicht, wenn wir auf die Server raufgehen, aber wir müssen uns ja auch noch einloggen. Auf EU15 ist er bei 8,34%. Ja, er ist trotzdem relativ weit hinten. Ne? Das war die Overall-Ansicht, die wir da gesehen haben, wo er jetzt nicht ganz so schlecht abgeschnitten hatte. Und ja, hier sieht man dann schon den Unterschied zwischen EU14 und 15. Bei EU14 ist er mit dem Baden wirklich einer der Klassen, die meistens immer ganz, ganz weit hinten sind, das Schlusslicht sozusagen. Und das hatte sich jetzt so die letzten Server auch so ein bisschen immer hingezogen gehabt. Ihr seht das hier, ne? Gleiche Aufteilung auf EU13. Und wenn wir jetzt mal auf die 15 einfach mal schauen, dann ist er zumindest, ne, ein bisschen weiter vorne. Wie gesagt, wahrscheinlich Leute haben sich auch das gleiche gedacht wie ich. Wir testen das Ganze mal aus mit der neuen Klasse. Aber auch zumindest hier ist der Druide knapp vor dem Krieger. Ja, also ein paar mehr Leute konnten schon doch begeistert werden durch das neue Druiden-Update und generell fasse ich auch so das Feedback der Community auf, dass das eigentlich relativ gut gelungen ist.
für den Druiden und ja, meine Meinung hat sich auf jeden Fall definitiv verändert in Bezug auf den Druiden. Mir macht die Klasse halt, wie gesagt, eben deutlich mehr Spaß als vorher. Was für mich persönlich so den Druiden ausmacht, hier sowas ist natürlich, die Kämpfe, die Dungeon Fights, die finde ich sehr cool. Ähnlich so ein bisschen wie bei dem Nekromanten. Den Nekromanten finde ich, by the way, auch eine sehr interessante Klasse, weil die halt so Spaß macht in den Dungeons. Ich vergleiche den Sturzflug von dem Druiden immer so ein bisschen mit dem Hound, was der Nekromant halt beschwört. So, ne? Ihr habt ja eben den Damage gesehen hier. Und zwar wollt ihr beim Nekromant ja, dass euer Hound in den Dungeons angreift, weil der halt übelst krass Damage macht und reinkritten kann. So, der Sturzflug ist hier bei dem Druiden quasi jetzt so mäßig dasselbe. Wenn der halt reingeflattert kommt, dann ja, dann ist Schicht im Schacht, ne? Dann ist der Damage auf jeden Fall ziemlich big. Und ja, das finde ich auf jeden Fall sorgt oftmals, jetzt auch schon wieder, oftmals für einen Überraschungsmoment. Ihr seht es auch so jetzt bei den paar Dungeons-Fights, die ich jetzt hier im Hintergrund laufen habe. Manche sind komplett, ja, da denkt man sich so, nee, wir haben gar keine Chance. Und dann sind die anderen wieder so mäßig, okay, ja krass, der ist ja absolut easy. Was hindert mich jetzt so daran? Ne? Guckt euch den Damage einfach an. Und das muss ich sagen, das finde ich sehr spannend, weil es ist halt eben, ja, du musst halt eben so dieses Fünkchen Glück haben, dass du halt eben hier fetten Damage verursachen kannst hier bei den Dungeon-Gegnern und das ist ja, beim Hound, beim Nekromanten auch so. Ne? Du hoffst eigentlich nur mäßig so darauf, dass der halt gut Damage zünden kann und beim Druiden ist es hier ähnlich. Ja, ist auch ähnlich wie beim Berserker, dass der halt eine gute Combo raushauen kann oder so. Ne? Hier schon wieder. Also ist krass. Ne? Da hoffst du ja auch, dass du eine gute Combo raushaust. Und da muss ich sagen, diese ganzen Dungeon-Klassen, die zum Anfang oder die beim Serverstart rausstechen aus der Masse so ein bisschen, die finde ich halt sehr funny auf jeden Fall zum Spielen. Wie gesagt, es wäre jetzt für mich jetzt nichts, was ich so auf Langzeit spielen wollen würde. So doll catcht mich der Druide dann auch wieder nicht. Was so ein bisschen halt, wie gesagt, meinen Abschied hier auf dem Server schwer macht, ist so ein bisschen die Kombination. Nice, jetzt haben wir ihn sogar. Sehr schön. Die Kombination aus, die Klasse gefällt mir einigermaßen gut. Der Server gefällt mir gut und halt eben die Guild, in der ich spiele, gefällt mir auch sehr gut. Nichtsdestotrotz ist der Druide halt eben so eine Klasse, wo ich sage, okay, den spiele ich nicht auf Langzeit, so doll catcht er mich dann halt eben auch wiederum nicht. Und deswegen werde ich den halt, wie gesagt, ja auch nach dem kommenden Legendary Dungeon dann auch beiseite legen auf jeden Fall. Aber das hat mir definitiv aufgezeigt hier, der Serverstart von EU15, dass ich definitiv meine Meinung geändert habe über den Druiden und oh, nice, der fährt sogar auch direkt. Und ich den eventuell bei kommenden Server-Starts, wenn ich mal irgendwo wieder ein bisschen Just for Fun spielen sollte, vielleicht mich dann auch des Öfteren mal für den Druiden entscheide, nicht nur für den Nekromant oder Berserker, so diese Standardklassen, die man so sieht, ne? Zum Dungeons pushen, zum Anfang des Server-Starts sind die ja gut und schön. Den Druiden würde ich jetzt da so mit dazu zählen. Auch wenn die anderen Klassen vielleicht noch hier und da ein bisschen stärker erscheinen in den Dungeons, finde ich die Klasse halt aus den Gründen eben auch sehr cool. Ja, deswegen, definitiv keine verkehrte Klasse. Und finde ich halt auch so ein bisschen, wenn man sich so die ganzen Statistiken von den neuen Server-Starts anschaut, finde ich es halt ein bisschen schade, dass der Druide eben so schlecht abschneidet, aber das kann man auch über die anderen Klassen sagen. Halt eben über den Krieger zum Beispiel, ne? Kundschafter, muss ich sagen, ist eigentlich relativ beliebt, gerade in den oberen Rängen spielen den viele. Der Bade ist jetzt so eigentlich immer das Schlusslicht bei jedem Serverstart, muss man so sagen. Bade hat halt auch nicht wirklich so eine großartige Beliebtheit. Hingegen der Kampfmagier, habe ich das Gefühl, nimmt ein bisschen mehr so an Fahrt auf, was so die Beliebtheit angeht. Der war ja früher auch nicht unbedingt die beliebteste Klasse. Deswegen, das finde ich schön, dass sich mehr Leute auf jeden Fall für den Battle Mage immer so ein bisschen entscheiden. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Und ja, hier haben wir nochmal die gesamten Statistiken über das
über alle Server zusammen addiert. Ne? Da ist natürlich klar, dass die 3 OG-Klassen, dadurch, dass das ja die Klassen sind, die am längsten im Spiel sind, auch die Klassen sind, die am meisten gepickt worden sind. Dahinter kommt aber auch schon der Druide direkt, ne? Der sogar den Berserker hier überholt hat. Was ich auch sehr cool finde, Kampfmagier, ist natürlich immer so ein bisschen eine Sache, okay, wann wurde was released, irgendwie so ein bisschen in der Reihenfolge, ne? Aber auch hier zum Beispiel die neue Klasse hat auch schon den Baden überholt gehabt, ne? Also auch sehr interessant auf jeden Fall. Ja, und das ist so ein bisschen mein kleines Resümee nach über 300 Leveln mit den Druiden, ne? Und ja, wie gesagt, definitiv keine verkehrte Klasse. Sonst war es immer bei mir so, ja, nö, den finde ich nicht so cool, habe ich mich nie wirklich mit auseinandergesetzt oder mit beschäftigt. Jetzt kann man mal sagen, okay, wir haben mal zumindest einen 300er hochgespielt, um mal so einen kleinen Einblick zu bekommen hinter die Klasse. Und definitiv macht man damit nichts verkehrt auf jeden Fall, wenn man halt eben die Klasse an sich mag. Ja. Ja, Freunde, das soll es aber erstmal soweit davon gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.